Hallo Leute, heute habe ich hier hinter mir einen Porsche Taycan Turbo S stehen. Ja, endlich habe ich auch mal den Taycan hier zum Testen. Ich habe den ja schon ein paar Mal gesehen, aber hatte vorher noch nicht die Möglichkeit, den auch mal genauer unter die Lupe zu nehmen und den vor allem auch mal zu fahren. Aber umso mehr freue ich mich heute, dass ich das heute mal machen kann und ich werde mir das gute Schätzchen hier mal mit euch zusammen genauer anschauen, denn der hat viele coole Features zu bieten, die ich euch unbedingt zeigen muss. Ja, so sieht er aus, der Taycan Turbo S, übrigens das stärkste Modell von dem Taycan, voll elektrisch. Der Wagen wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Porsche Soest für Testzwecke hier, um eben auch damit hier für euch ein Video zu machen. Ja, optisch kennt ihr den Taycan wahrscheinlich schon bereits. Ich finde optisch einfach sehr gut gelungen. Ist immer noch ein Porsche, aber hat auch sehr viel Futuristisches. Ja, der hat eine große Batterie unten drunter, einen großen Akku. Hinten natürlich dementsprechend auch keine Endrohre mehr, braucht er ja auch nicht mehr. Wir fangen einmal vorne an. So. Einmal hier ein bisschen Stauraum, ist zwar nicht sehr viel, aber für Handgepäck reicht es. Und dann gehen wir einmal weiter nach hinten. Da ist dann nochmal ein schön großer Kofferraum und auch hier schon direkt das Ladekabel. Wie das funktioniert, zeige ich euch auch gleich noch. Ja, vom Platzangebot hat er auf jeden Fall schon mal einiges zu bieten. Wenn ich das Fahrzeug öffne, dann schaut mal hier hin zu den Türgriffen. Die kommen einem dann so entgegengesprungen. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Der Spiegel fährt sich aus. Und wenn wir mal reingucken, keine Knöpfe mehr, nicht mehr viel drin. Aber das braucht er ja auch gar nicht. Von drin sieht man direkt, dass hier alles mittlerweile voll digital ist. Hier ist ein Display, hier ist nochmal ein Display. Optional gibt es auch nochmal ein Beifahrerdisplay, hat dieser hier allerdings nicht. Und was ich sehr schick finde, ist hier dieses geschwungene virtuelle Display. Das habe ich so auch noch nicht in einem Fahrzeug gesehen. Das sieht sehr modern aus. Ich mache mal die Zündung an. Dann fängt hier auch direkt alles an zu leuchten. Auch hier mit Touch. Und hier gibt es auch ein paar interessante Knöpfe. Und zwar hat er einmal ein Luftfahrwerk. Das Luftfahrwerk ist in dem Fall jetzt unten. Wenn ich da drauf drücke, dann fährt der Wagen ganz leicht hoch. Und hier das Fahrwerk ist jetzt auf Sport eingestellt und jetzt auf Sport Plus. Und jetzt fährt er wieder richtig runter. Wo ich jetzt erstmal ein bisschen verwirrt war, als ich den Wählhebel gesucht habe, wo ich den Gang einlege. Ich habe den erstmal so auf Anhieb nicht gefunden, weil hier, wie man sehen kann, ist nichts. Wenn man dann aber doch mal ganz genau hinschaut, hier ist so ein kleiner Wählhebel hier rechts, wo man dann halt eben den Vorwärtsgang und den Rückwärtsgang und Neutral und Parken einlegen kann. Und Porsche ist sich auch hier treu geblieben mit dem Startknopf. Der ist auf der linken Seite geblieben, da wo sonst auch früher in den älteren Porsche-Modellen immer der Zündschlüssel reinkam. Im Infotainment-System hier gibt es diverse Möglichkeiten, natürlich standardmäßig Navigation, Medien, Telefon etc. etc. Was ich auch sehr schön finde, ist dieser Button hier mit dem Taycan hier in der Mitte. Wenn ich da drauf drücke, dann zeigt er mir nochmal alles zum Fahrzeug an, was ich hier einstellen kann. Hier im Display kann ich mir das Ganze noch konfigurieren, indem ich zum Beispiel hier drauf drücke und mir dann mit diesem gelben Ring auswähle, welches ich verändern möchte von diesen Tacho-Anzeigen, von diesen digitalen Tacho-Anzeigen. Zum Beispiel kann ich mir jetzt hier die Karte anzeigen lassen, beispielsweise. Auch das Sport-Chrono-Paket gibt es im Taycan, wie zum Beispiel mit dieser Stoppuhr hier. Ganz schön finde ich auch diese Zierelemente, die Knöpfe hier für die Fenster, die sind in so einem Schwarz-Hochglanz, was das Ganze nochmal irgendwie abrundet. Das sieht irgendwie alles wesentlich hochwertiger aus als so normale Knöpfe in so einem Kunststoff. Eine Burmester-Soundanlage ist hier drin. Wie sitzt es sich denn eigentlich hinten? Wie sich das Ganze jetzt sitzen lässt, das teste ich jetzt aus. Aber vorher möchte ich euch erstmal noch zeigen, wie riesig dieses Panoramadach hier ist. Dementsprechend ist es auch sehr schön hell hier in dem Auto. Sitzprobe, ja, man sitzt schon ziemlich
gerade, aber bequem. Also auch schön gepolstert, auch so vom Kopf her, von der ganzen Sitzposition. Könnte für mich jetzt ein bisschen die Lehne leicht nach hinten sein. Wenn das noch einstellbar wäre, wäre es cool. Ist es aber, glaube ich, nicht. Was ist hier? Hier haben wir noch Cupholder. Ja, hier in der Mitte noch eine Ablagefläche. Auch hier hinten ein komplettes Display, wo man die Klimaanlage auch noch mal einstellen kann. Alles mit Touch hier. Der Porsche Taycan Turbo S ist das Topmodell unter den Taycan-Modellen. Er wird auf jeder Achse von jeweils einem Motor angetrieben, also sprich 2 Motoren, die zusammen eine Leistung von 625 PS ergeben. In der Overboost-Funktion, also bei einer Launch Control, kommt der Turbo S sogar auf 761 PS und 1050 Newtonmeter. Der normale Taycan Turbo hat zwar auch 625 PS, leistet im Overboost aber nur 680 PS. Die günstigste Variante, den 4S, bekommt man ab 105.000 €. Die mittlere Variante, den Taycan Turbo, bekommt man ab 152.000 € und das Topmodell, den Turbo S, ab 185.000 €. Der Taycan Turbo S sprintet tatsächlich von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Topspeed sind hier 260 km/h. Überwiegend wird der Taycan über den vorderen, effizienteren Motor, also auch über die Vorderachse angetrieben. Wenn man jedoch etwas sportlicher ins Pedal drückt, dann schaltet sich auch die Hinterachse zu. Aber mich interessiert ja nicht nur, wie sieht der Wagen aus, was hat er innen alles so zu bieten, sondern wie fährt er sich auch eigentlich? Und das probiere ich selbstverständlich jetzt mal hier für euch aus. Habe ich den schon angemacht? Dann mal los! Das ist echt seltsam, weil man nicht weiß, ist das Fahrzeug schon an oder nicht. Bis 30 km/h, also in den ganz niedrigen Geschwindigkeiten, gibt er ein surrendes Geräusch von sich. Ich weiß nicht, ob das jetzt von innen macht, von außen auf jeden Fall. Ich fahre mal das Fahrwerk wieder für normale Zwecke etwas höher, damit wir hier nicht aufsetzen. Ja, man hört so ein leicht surrendes Geräusch. Das ist dafür da, damit natürlich auch Fußgänger, wenn man irgendwo unterwegs ist, das Fahrzeug noch wahrnehmen, weil sonst passiert das, dass die Leute über die Straße laufen, weil sie sich auf ihr Gehör verlassen und dann kommt so ein Elektroauto an, was man nicht hört und dann passiert der Salat und das wird hier dementsprechend damit vermieden. Es gibt aber, habe ich mir noch sagen lassen, eine Option, dass man einen Sportsound einstellen kann, den man aber nur im Inneren hört, damit man so ein leichtes Sportfeeling hat. Im Sport Plus Modus soll dieser Sound automatisch sein. Da bin ich mal gespannt. Ganz interessanter Ton, der anders als üblich natürlich klingt. Es ist kein Motorengeräusch. Ich finde es gut, dass man hier jetzt keinen typischen Verbrenner-Sound hört. Beim Verbrenner sitzt er hier auch gar nicht mehr drunter, sondern dass Porsche sich gedacht hat, wir machen irgendeine Art Sound, aber was ganz Neues, was ganz Futuristisches, was halt ja auch eben zu dem Auto passt. Ich muss noch mal einmal kurz hören hier. Ich hoffe, man kann das hören. Man wird direkt in den Sitz gedrückt. Dieser Sound erinnert wirklich an so einen Zukunftsfilm, irgendwie so Star Wars mäßig, wenn die mit ihren Raumschiffen losfliegen. Finde ich spannend. Ich stelle den mal aus, wie klingt er dann? Dann klingt er gar nicht, ne? Schalte ich mal auf normal. Ja, da hört man nur so ein ganz leichtes Surren, ein ganz leichtes, aber überwiegend hört man die Abrollgeräusche von den Reifen. Der schießt auf jeden Fall vorwärts. Ich gebe mal jetzt eben kurz leicht Gas. Ein Elektroauto sollte jeder mal gefahren haben. Das ist ein ganz anderes Feeling. Das ist was komplett anderes als das, was man vorher so kannte von einem normalen Fahrzeug, von einem Verbrenner. Weil bei einem Elektroauto ist das Drehmoment sofort da. Sobald du aufs Gas latscht, ja, wie sagt man jetzt so bei den Elektrofahrzeugen? Sagt man da überhaupt noch Gas? Ich weiß nicht. Ihr wisst, was gemeint ist. Sobald man aufs Gaspedal latscht, ist Drehmoment da. Und dementsprechend hier mein G-Meter, meine Haare.
ist wirklich ein ganz anderes Feeling, was ganz Besonderes mit diesem Sound hier. Aber ist auch nicht gerade der günstigste Alltagswagen. Das muss man mal dazu sagen. Da muss man aber auch echt aufpassen. Also da kommt so schnell so viel Beschleunigung. Um den Wagen auszuschalten, muss ich einmal hier 3 Sekunden auf den Startknopf gedrückt halten. Ja, und jetzt heißt es laden. An den passenden Schnellladesäulen kann man den Taycan theoretisch in knapp 20 bis 30 Minuten bis zu 80% aufladen. Für die tatsächliche Ladezeit spielen aber mehrere Faktoren eine Rolle. Die Reichweite wird laut Hersteller mit 412 Kilometern angegeben. Realistisch sind nach mehreren Tests allerdings eher 300 Kilometer, wenn man zum Beispiel nicht schneller als 120 km/h auf der Autobahn fährt. Ja, und während der Taycan Turbo S jetzt hier lädt, verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst natürlich nicht, meinen Channel zu abonnieren. Was haltet ihr von dem Wagen? Schreibt gerne alles in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!